Liebe Zuschauer, da dieses Video etwas lang wurde, empfehlen wir Ihnen eine Tasse Tee oder Kaffee und ein paar Plätzchen, um während des Videos nicht aufstehen zu müssen. Herzlich willkommen hier aus Unterföhring, der Heimat von meinbowlingshop.de, zu einer neuen Ausgabe, ja, wie will man es nennen, Tech Talk. Auch 2019 haben wir das gemacht und jetzt auch 2020 wieder. Um Weihnachten rum bringen wir eine Top 20 der Bowlingbälle 2020, der Bälle des Jahres, die besten Bälle aus Verkauf, aus dem, was wir gesehen haben, aus dem, was wir selber gespielt haben. Und das ist, wie gesagt, unsere ganz subjektive Meinung zu diesen Bällen und unsere persönliche Top 20. Und jetzt viel Spaß dabei. So, damit komme ich auch ziemlich schnell zum Punkt mit unseren Top 20 Bowlingbällen 2020. Und natürlich, wie immer vorneweg, wenn euch unser Kanal gefällt, unsere Videos, unsere Livestreams und was wir alles machen, dann einfach gerne ein Abo da lassen, einen Like-Knopf drücken, wenn euch das Video gefällt und die Glocke drücken nicht vergessen, wenn ihr informiert werden wollt, wenn wir ein neues Video hochladen. So, damit fange ich mit dem ersten Ball an. Das ist unser 20. Platz dieses Jahr und das war der Brunswick Ignitus Solid. Dieser Ball ist ein sehr guter Benchmark-Ball, ein symmetrischer Kern, hat eine Solid-Oberfläche, hat den Reality Solid 3.0 Kern. Dazu sehen wir auch im Anschluss oder parallel ein paar Würfe von Timo. Der hat diesen Ball getestet. Wir haben den auch als sehr gut, erster Ball aus der Tasche empfunden, hat ein RG von 2.508 und ein Differential von 0.043. Ist sehr gut geeignet bei Sport Pattern, das heißt von einer Länge von 38 bis 42 Fuß, würde ich jetzt sagen. Sehr gut geeignet als erster Ball aus der Tasche. Moderates Backhand, also nicht zu viel, einen guten Roll. Und das ist unser 20. Platz. Und von diesem 20. Platz komme ich auch direkt zum 19. Platz und das ist sein Bruder oder Schwester, wie man es auch immer nennen will. Und das ist der Ignitor Pearl, ebenfalls vom Brunswick. Ist derselbe Kern wie auch schon der Ignitor Solid. Das ist der Ring Symmetric Core, hat hier die Relativity Pearl 3.0 Oberfläche, einen 500.000 Compound Box Finish. Das heißt, der ist so ein bisschen anpoliert. Hat dasselbe RG 2.50 und dasselbe Differential 0.043. Und hat sich sehr, sehr gut verkauft, hat sich sehr gut in den Taschen gemacht. Gerade im Anschluss an den Ignitor Solid kann man den Ignitor Pearl sehr gut spielen. Das heißt, wenn der Solid zu früh rollt, kann der Ignitor Pearl mit ein bisschen mehr Backhand, mit ein bisschen späteren Rollverhalten sehr gut bestechen und kann man nur empfehlen. Auch hier noch ein paar Würfe von Timo dazu, zu diesem Ball. Was kann man noch zu dem Ball sagen? Im Prinzip ist er nicht so knickig wie zum Beispiel jetzt ein Idle Pearl, aber trotzdem noch stark genug, dass er hinten ein Backhand hat. Das heißt, für Spielertypen mit mittlerem Tempo, mittlerer Rotation ist das der perfekte Ball für mittendrin in der Serie. Das heißt, wenn sie auf dem Hausschuss spielen, ist das sehr gut. Wenn ich auf dem Sportpattern schon ein bisschen abgefackelte Bahnen habe, das heißt, 4., 5. Spiel sehr gut. Also kann man nur empfehlen, das war unser 19. Platz, der Ignitor Pearl. Damit komme ich jetzt zum nächsten Ball und das ist der 18. Platz und da ist es für uns ganz klar der Ebonite Aero, schon unter dem neuen Dach von Brunswick Release, ziemlich spät im Jahr. Ein Solid High-Performance-Ball mit einem asymmetrischen Kern. Die Schale ist die GSVX-Schale Solid. Der Kern ist der Aero-Kern. Der Ball hat bei 15 Pfund ein RG von 2.50, ein Differential von 0.050 und ein Intermediate Differential von 0.013. Hat ein 500 und 1000 Grit Box-Finish. Ist sehr gut geeignet für Pattern, die sehr viel Backhand haben. Das heißt, wenn die Backhands sehr sauber sind, dadurch, dass die Schale so stark ist, rollt der Ball so früh an,
dass er gleichmäßig noch im Backhand ist und doch eine starke Bewegung hat. Auf trockenen Bahnen sehe ich ihn auch sehr stark, weil er dort einfach so früh rollt, dass er eine kontrollierbare Backhand-Bewegung hat. Hierzu seht ihr jetzt da noch ein paar Würfe von Sven. Könnt ihr euch noch mal ein Bild machen. Aero auf jeden Fall eine Überraschung gewesen, gerade auch mit dem Wechsel von Ebonite International zu Brunswick. Und das war der erste High-Performance-Ball aus dem Hause Ebonite, der von Brunswick produziert worden ist. Somit komme ich jetzt zum nächsten Ball und das ist der Platz 17 in unserer Liste und das ist der erste Motive-Ball und zwar haben wir da den VIP von EJ Tackett in Zusammenarbeit mit EJ Tackett gewählt. Der VIP ist ein symmetrischer Pearl-Ball mit dem Quadfire-Kern, der ein RG bei 15 Pfund hat von 2,55, ein Differential von 0,043 und ganz schön Musik macht hinten im Backend. Auch hierzu könnt ihr ein paar Würfe sehen jetzt von Robert. Er hat diesen Ball getestet, für sehr gut empfunden, aber ganz klar muss man sagen, frische Sportpattern sind nicht seine Stärke. Ich sehe beim VIP ganz klar die Stärke, ist ein klassischer Hausschussball mit einem starken Knick. Spieler mit mittlerem Tempo und höherer Rotation werden sehr, sehr zufrieden sein auf Hausschusspattern. Spieler mit wenig Rotation und wenig Tempo ebenfalls. Spieler mit hohem Tempo, glaube ich, sollten die Finger davon lassen, aber das können wir ja bei der Beratung so entscheiden und die ihn bekommen haben, sind sehr, sehr zufrieden damit und damit unser Platz 17 der Motive VIP. Damit komme ich jetzt zu Platz 16 und da verbirgt sich der erste Hammerball dieses Jahr. Und zwar haben wir da den Redemption Solid für euch gewählt. Die Redemption-Reihe hat ja ganz schön Musik gemacht, gerade Anfang des Jahres und auch am Ende mit dem Sieg von Bill O'Neill. Ja, was kann der Redemption Solid? Redemption Solid hat die Aggression NE Solid Oberfläche, wurde auch schon bei einigen Bällen verwendet, hat den Redemption Kern mit Carbon Fiber Outer Core, also das hat Brunswick ebenfalls von Hammer übernommen, hat ein Boxfinish von 360, 500 und 2000 Crit Abralon bzw. SIA und hat einen RG-Wert bei 15 Pfund von 2,49, ein Differential von 0,053 und ein Intermediate Differential von 0,015. Jetzt nur mal um zu vergleichen, zum Aero ist der Redemption Solid deutlich spritziger im Backend, ist ein bisschen später auch und deutlich besser auf Sportkonditionen geeignet. Also der Redemption Solid besticht damit, dass er als asymmetrischer Ball auf Sportpattern sehr, sehr gut einsetzbar ist. Ich sehe den Ball ab 40 Fuß sehr gut bis zu einer Öllänge von 44 Fuß und da ist er sehr, sehr stark. Spieler mit viel Tempo, viel Rotation werden den Ball lieben. Langsame Spieler, glaube ich, ist er eher nix. Aber mittleres Tempo, hohes Tempo, sehr, sehr guter Ball. Und den Ball selber haben wir jetzt nicht getestet, aber den Ball gibt es dann kein Video. Komme ich gleich zu Platz 15 und das ist ebenfalls der kleine Bruder oder große Schwester oder große Bruder, kleine Schwester. Wie beim Igniter schon ist es jetzt hier der Redemption Pearl, unser Platz 15 in unserer diesjährigen Chart. Und da haben wir folgenden Unterschied. Der Redemption Solid hatte ja die Solid-Oberfläche, der Redemption Pearl hat jetzt die Aggression NE Pearl-Oberfläche, hat ein 500 Grit und dann mit Compound polierte Oberfläche. Das ist so eine leicht angemattete, also ich würde es eher vergleichen mit einem 4000 Grit Abralon. Hat ebenfalls denselben Kern drin, 2,49, 0,053 Differential und 0,015 Intermediate Differential. Der Ball ist deswegen besser wie der Redemption Solid, weil er noch vielseitiger einsetzbar ist. Das heißt, wenn bei Redemption Solid das Öl ein bisschen zu wenig wird, dann ist er nix, weil einfach er verbrennt. Da ist der Redemption Hybrid deutlich besser und vielseitiger einsetzbar. Deswegen ist der Redemption Pearl bei uns auf Platz 15 und das auch verdient. Also beide Bälle von Hammer sehr, sehr gut. Damit komme ich jetzt zu unserem Platz 14 und das ist der Radical Result.
Also und da kann man eigentlich nur sagen, Backend, Backend, Backend. Also wer nach Backend sucht, ist beim Radical Results definitiv fündig. Einziger Nachteil, den ich bei dem Ball sehe, ist, dass er tatsächlich in 12, 13 Pfund nicht verfügbar ist. Den gibt es nur in 14, 15, 16, aber dazu komme ich gleich. Im Prinzip hat der Ball eine TP1 Textured Pearl 1 Schale. Das heißt, es ist eine leichte Partikelschale als Pearl. Der Kern ist ein asymmetrischer Kern mit dem Dynamic Core und hat einen RG-Wert bei 15 Pfund von 2,51, ein Differential von 0,044 und ein Intermediate Differential von 0,027. Zu diesem Ball haben wir auch ein Review gemacht. Das verlinke ich euch einmal hier oben und einmal seht ihr hier Würfe von Robert mit diesem Ball. Da könnt ihr euch überzeugen, was für ein starkes Backend-Monster der ist. Also wer Probleme hat, Backend zu erzeugen, der sollte zum Radical Results greifen. Und das ist auch der Grund, warum er bei uns in den Top 20 drin ist und damit Platz 14 in unserer Liste. So, damit komme ich zu unserem Platz 13 in der diesjährigen Top 20 der besten Bälle des Jahres 2020. Und da ist der erste 900 Global Ball und das ist für mich ganz klar der Volatility Torque. Das ist der erste Ball, der schon der von Storm produziert wurde, also nicht mehr in San Antonio im Global Werk, sondern bereits im Storm-Werk in Utah. Das heißt, da ist auch die Technologie von Storm mit drinnen. Hat den Volatility Asymmetric Core. Das heißt, es ist der Kern, der schon im ersten Volatility sehr, sehr zu überzeugen wusste. Hat die S84 Response Pearl Oberfläche mit einem Boxfinish von 1500 Grit polished. Hat damit einen RG-Wert von 2,49, ein Differential von 0,050 und ein Intermediate Differential von 0,014. Der Ball ist eine Mischung aus Physics, also Astrophysics und Volatility. Das heißt, er ist länger wie der Volatility, aber genauso spritzig wie der Astrophysics. Also für mich, wer einen asymmetrischen Pearl sucht, der nicht so stark ist wie der Results, aber auch nicht so lang ist wie jetzt zum Beispiel der Astrophysics, aber das Backend hat von Astrophysics, der ist beim Volatility Torque. Alle, die diesen Ball bekommen haben von uns, waren erst skeptisch und waren danach begeistert. Also ich kann nur sagen, sehr vielseitig einsetzbar. Auch Spieler, die wenig Rotation haben, werden den Ball lieben. Volatility Torque, definitiv eine Empfehlung, kann ich nicht anders sagen. So, damit komme ich zum Platz 12 unserer diesjährigen Top 20 und das ist für mich persönlich die größte Überraschung 2020 gewesen, weil damit habe ich gar nicht gerechnet und das ist der Storm Electrify Pearl. Erstens hat er eins der besten Preis-Leistungs-Verhältnisse, die es auf dem Markt gibt. Zweitens ist er so klar in der Reaktion. Er ist stärker wie ein Tropical, ist in einem Segment ein bisschen schwächer wie ein Hyrule Pearl und besticht einfach durch ganz klare Reaktion. Die Schale ist die Reactor Pearl Oberfläche, der Kern ist der Circuit Core für 14 bis 16 Pfund und der Modified Centripetal Core für 12 und 13. Das heißt, in 12 und 13 ist praktisch ein modifizierter IQ-Kern drin. In 14 bis 16 ist eben der Circuit Core drin, der einen RG-Wert hat von 2,51 und ein Differential von 0,030. Damit ist die Kerndaten ähnlich die des IQ Tour, nur eben, man muss es ganz klar sagen, ein deutlich besseres Preis-Leistungs-Verhältnis wie jetzt zum Beispiel ein IQ Tour Nano Pearl oder so. Also für mich ersetzt also es ist ja so, dass die Electrify-Serie die Matchup-Serie ersetzt, aber damit haben sie einen rausgehauen. Preis-Leistung mega, sehr gut geeignet für Spieler, die gerade beginnen im Einstiegsbereich, sehr gut geeignet für Spieler, die ein mittleres Tempo haben, schnelles Tempo, viel Rotation, wenig Rotation. Also jeder Spielertyp hat dieser Ball einen Platz in der Tasche eigentlich. Kann ich nur empfehlen, für mich ein Highlight und eine Überraschung im Jahr 2020.
Damit komme ich zum nächsten Ball und das ist der Platz 11 auf unserer Liste und das ist der Brunswick Warp Prism oder Brunswick Prism Warp, kann man jetzt nennen, wie man will. Auf jeden Fall der Klassiker, ein starker asymmetrischer Solid-Ball mit einer starken Schale, starker Kern, sehr tief vom RG, das heißt, der rollt sehr, sehr früh an, hat einen RG-Wert von 2,46, ein Differential von 0,051, was sehr viel ist, und ein Intermediate Differential von 0,018. Hat ein Boxfinish von 2000 Grit, hat den ACT-Core, hat die ACT-Schale, Activator Composite Technology 2.0 und hat den Portalkern, der ja auch schon in den anderen Prisms drin war. Also was kann man zu dem Ball sagen? Der Ball ist perfekt für angespielte Sportpattern, weil er früh genug rollt, ist ähnlich dem Redemption Solid, wobei ich sagen würde, dass der Prism da auch vielseitiger ist. Bei den Spielertypen haben wir auch gesehen, über das Jahr hinweg, der Ball ist ja ziemlich am Anfang des Jahres rausgekommen, dass der eigentlich für jeden Spielertypen gut war. Langsam, schnell, viel Tempo, wenig Tempo. Seine Schwächen hat er ganz klar, wenn die Pattern kürzer werden wie 39 Fuß oder wenn sie länger wie 43 Fuß. Aber die Masse der Pattern liegt einfach zwischen 39 und 43 Fuß und da hat der Ball definitiv seine Daseinsberechtigung und deswegen ist er auch unsere Platz 11 und auch hierzu haben wir ein Review gemacht. Somit komme ich jetzt zu Platz 9 unserer Top 20 2020 und da muss ich sagen, ist für mich der meist unterschätzte Ball dieses Jahr 2020 und das ist der Deviate Intimidator, hat einen Asilant Dynamic Core, hat den Insider Max Solid Oberfläche, hat ein 2000 Grit Abralon Oberfläche bzw. ZR Micropad Oberfläche, wie es bei Brunswick heißt. Hat als RG-Wert bei 15 Pfund 2,48, ein Differential von 0,051 und ein Intermediate Differential von 0,016. Warum sage ich der meist unterschätzte Ball? Weil jeder denkt, der Ball ist ein Hookmonster. Fakt ist, das ist er nicht. Aber sollten die Patternlängen ins Sportpattern gehen und unter 41, 42 Fuß gehen, drunter, ist der Ball eine Waffe. Er hat so ein stabiles Backend-Verhalten, so ein stabiles Rollverhalten. Der ist einfach gut. Das kann man einfach nicht anders sagen und er ist auch noch sehr stark aufgrund der Oberfläche. Er wird, wie gesagt, hinten nicht im Dreiköpfen, sondern wird ganz gemächlich seine Bewegung machen, aber Sportpattern unter 42 Fuß für mittleres Tempo, hohes Tempo, brillant. Spieler mit sehr hohem Tempo und wenig Rotation, die einfach nur alle 1-2 Wochen mal Bowling spielen auf einem Hausschuss, Intimidator, Solid, das ist eure Wahl. Kann ich nur empfehlen. Damit komme ich jetzt zum 9. Platz an unserer Liste und da haben wir den nächsten Stormball und zwar für mich ganz klar der Proton Physics. Ist ja relativ frisch, neu rausgekommen, aber der hat so überzeugt bei meinem Ball Review, wo ihr hier auch die Würfe jetzt seht, hat die NX Solid Oberfläche, die auch im Axiom Solid verwendet wurde, hat den Atomic Kern, der auch im anderen Physics verwendet wurde. Da hat einen RG-Wert von 2,48, ein Differential von 0,053 und ein Intermediate Differential von 0,017, hat eine 2000 Grit Abralon Oberfläche und ja, was soll man sagen? High-End-Ball, Storm, asymmetrischer Kern, viel Backend, nicht so frühen Roll, dadurch verbrennt er nicht so. Mehr ist dem nicht hinzuzufügen. Spielertypen unter 22 km/h würde ich es nicht empfehlen. Hohes Tempo, hohe Rotation, perfekt. Mittleres Tempo, mittlere Rotation, sehr gut. Alle anderen, schwierig. Aber in dem Bereich, ich sag jetzt mal 39 bis 45 Fuß Proton Physics, das ist die Wahl.
Somit komme ich jetzt zum nächsten im Bunde und das ist Platz Nummer 8 in unseren Top 20 Bowlingbällen 2020 und das ist für mich der nächste Motive-Ball, der Motive Jackal Flash. Und das war einer der Bälle, die tatsächlich gehypt sind dieses Jahr, sowohl optisch als auch performance-technisch. Hat die Infusion HV Pearl Reactive Oberfläche, hat den Predator V2-Kern, der ja schon in anderen Jackals war, hat einen RG-Wert von 2.47, ein Differential von 0.054 und ein Intermediate Differential von 0.015. Ja, was kann man über den Ball sagen? Motive ist für einen Pearl-Ball relativ früh rollend. Das heißt, auch der Jackal Flash ist relativ früh rollend für einen Pearl. Dadurch ist er aber für ganz, ganz viele Spielertypen spielbar. Weil oft sind die lang sind oder zu lang sind, einfach zu lang. Und gerade im langsamen Bereich verhungert er nicht. Im schnellen Spielertyp-Bereich rollt er früh genug. Und damit ist der Ball einfach geeignet für sehr, sehr viele Spieler. Und er ist nicht umsonst gehypt. Und er sieht auch noch anders aus wie alle anderen. Auch hierzu haben wir ein Review gemacht und das zeigen wir euch hier nebendran natürlich mit den Bildern. Das war Platz 8 aus unserer Top 20 Liste 2020. Kommen wir zu Platz 7. Und da haben wir den ersten Rotogrip-Ball für dieses Jahr. Und das ist für mich der Rotogrip RST X1. Und damit haben sie tatsächlich einen rausgehauen. Ich persönlich war nicht ganz so zufrieden mit dem Halo Vision als Hybridball. Habe den Halo Pearl geliebt. Halo Solid war sehr gut. Aber Hybrid im High-End-Bereich war bei Rotogrip. So, jetzt kam dieser RST X1. Und ich kann nur sagen, ich liebe ihn. Der Ball hat nach 3 Würfen Platz in meiner Tasche gehabt, hat den RST-Core, Rotostar Tour Core, das ist das erste Mal, dass der verwendet wurde, hat die Microtex Hybrid Reactive Oberfläche, das heißt auch hier Partikel in der Hybrid-Oberfläche, hat einen 3000 Grit Abralon Finish, hat einen RG-Wert bei 15 Pfund von 2.53, ein Differential von 0.053 und ein Intermediate Differential von 0.016. Was kann man zu dem Ball sagen? Sehr viele Spielertypen, auch hier. Ich meine, wir reden ja über die Top 20. Viele mögen es jetzt sagen, hey, da erzählt ja immer dasselbe, aber es ist unglaublich, der RST-X1, sehr viele Spielertypen. Langsam, schnell, mittlere, viel Rotation, wenig Rotation. Das Einzige, wo man aufpassen muss, Pattern sollte über 40 Fuß lang sein und dann ist eigentlich alles nach oben offen. Der Ball hat ein sehr starkes Backend für einen Hybridball, aber früh genug Roll. Also das ist tatsächlich einer der wenigen Hybrids, die wirklich die Rollphase von einem Solid haben mit einem Backend von einem Pearl. Also RST X1 hat Rotogrip definitiv einen rausgehauen und deswegen verdient unser 7. Platz in der diesjährigen Top 20. Damit komme ich schon zum 6. Platz und wir nähern uns dem Treppchen, wie ihr merkt. Und das ist für mich der Storm Omega Crux. Der Storm Omega Crux hat tatsächlich gefühlt in Deutschland keinen sehr guten Namen. Ich verstehe aber nicht warum, weil der Ball ist eigentlich performance-technisch und oberflächentechnisch einfach was anderes. Es ist ein matter Pearl, hat eine 3000 Grit Oberfläche, hat den Catalyst-Kern, der auch schon im Crux Pearl, Crux Prime, der in so vielen Bällen schon war und bekannt ist, dass er gut ist, hat die GI20 Pearl Oberfläche und durch diesen matte Pearl Oberfläche rollt er einfach früher an. Ist ein ähnliches Ding wie beim Jackal, nur dass der halt wirklich matter ist und der Jackal einfach von Haus aus aufgrund des Kerns früher anrollt. Und ich kann nur sagen, so einen vielseitigen High-End Pearl
Gibt es selten auf dem Markt. Und ich würde fast sagen, ich sehe momentan keinen High-End Pearl, der so vielseitig ist wie der Omega Crux. Er springt nicht im Viereck, rollt aber an, entschärft die Backends und macht den Ball auf Sportpattern einfach unglaublich gut. RG-Wert bei diesem Ball ist 2.50, Differential 0.052 und Intermediate Differential 0.017. Auch hierzu gibt es ein Review, das zeigen wir euch nebendran die Würfe dazu. Also Omega Crux definitiv Daumen hoch von mir, ist unser 6. Platz in den diesjährigen Top 20. So, damit gehen wir in die Top 5 unserer diesjährigen Top 20 und da haben wir auf dem 5. Platz, ja, wer hätte es ahnen können, den Idle Synergy von Rotogrip. Ich habe es ja auch schon im Review gesagt und nebendran seht ihr ja die Würfe davon, hat den eigenen Symmetrikkern, hat die E-Trax Hybrid Oberfläche, also auch hier eine Particle Hybrid Oberfläche, ist momentan Trend scheinbar. Hat eine 1500 Grit Polished Oberfläche, ein RG-Wert bei 15 Pfund von 2.49, ein Differential von 0.052. Ja, Icon-Kern, Idle-Reihe von Idle Magenta, Idle Pearl, Idle Pro, Idle Red. So viele Idols und auch der ist tatsächlich der erste Hybrid aus der Reihe und der vereint einfach den Magenta und den Idle Pearl perfekt. Hat das Rollverhalten von dem Magenta, wenn man den Ball ein bisschen anmattet, mit dem Backend von dem Idle Pearl. Daumen hoch für diesen Ball, Rotogrip, auch hier. Zweiter Ball jetzt schon in Top 10 nach dem RSTX1, jetzt der Idle Synergy. Also top, top, top. Kann man nichts anderes sagen. Viele Spielertypen geeignet. Wenig Tempo, viel Tempo. Also Idle kann man nicht viel. Ist Idle vielleicht die neue High Road Serie? Auch in meinem letzten Video, in den Reviews habe ich gesagt, ich sehe den Idle Synergy tatsächlich als Konkurrenten für den High Road. Und da hat Rotogrip definitiv einen rausgehauen. I'm here breaking my neck, looking over my shoulder. Stepped into your skin, got me tripping over myself. Figured I would say something, passing the time. If you come on over here, we could be on the same side. Same side, same side. Same side, same side. Same side, same side. So, damit komme ich schon zum 4. Platz in unserem diesjährigen Top 20 Bowlingbällen 2020. Und das ist für mich auch gleichzeitig der Pearl des Jahres. In den habe ich mich von Anfang an verliebt. Und zwar ist das der Axiom Pearl von Storm. Ab dem ersten Wurf war der bei mir einfach ganz klar viel Backend, viel Roll, sehr vielseitig, Sportpattern gespielt, Hausschuss gespielt, immer einsetzbar, ersetzt für mich 1:1 den Marvel Pearl. Mit mehr Backend, also mit mehr Backend, das ist ein Axiom Pearl. Hat die NX Pearl Reactive Oberfläche, den Orbitalkern aus dem Axiom normal, hat eine 1500 Grit Polished Oberfläche, riecht nach Pfefferminze, hat einen RG-Wert von 2.48 und einen Differential von 0.050 und ja, wie schon gesagt, ersetzt den Marvel Pearl nur mehr Backend mit früherem Roll. Sehe ich auch für jeden Spielertypen geeignet, für mich der Pearl-Ball des Jahres, Axiom Pearl von Storm. Auch hierzu gibt es ein Review und das seht ihr ja hier nebendran.
So, damit komme ich tatsächlich zum Meilensteinball für Hammer nach der Übernahme von Brunswick. Und das ist der Hammer Black Widow 2.0. Für mich gab es nur 2 Optionen für diesen Ball. Entweder er ist unglaublich gut oder er ist unglaublich schlecht. Es gibt nur diese 2 Optionen und er wäre nicht auf unserem 3. Platz, das heißt der erste Ball auf dem Treppchen, wenn er schlecht wäre. Das heißt, der Black Widow 2.0 hat voll und ganz überzeugt. Er kommt sehr nah an den ersten Black Widow ran, nur mit mehr Kick. Noch mehr Kick, als es der erste schon hatte. Und das für eine Solid-Oberfläche, das heißt, es ist eine Aggression Solid Reactive Oberfläche, hat den altbekannten Gasmask-Kern, hat eine 500.000 und 2000 SIA Micropad Oberfläche, hat einen RG-Wert wie bei allen Black Widows 2.50, Differential 0.058, also sehr hohes Differential, und ein Intermediate Differential von 0.016. Also was soll man sagen? Sehr, sehr viele Spielertypen, langsam, schnell. Black Widow Gasmask-Kern würde es nicht so lange geben, seit nahezu, ich glaube sogar schon 20 Jahre. 2001 kam er, glaube ich, also knapp 20 Jahre gibt es den Black Widow mit dem Black Widow-Kern. Also damit haben sie überzeugt und damit haben sie und lassen sie die Black Widow-Serie auch weiterleben und das ist auch gut so. Also Black Widow, ganz klarer Daumen nach oben. Damit komme ich zum 2. Platz in unserer Top 20 2020, der Top 20 Bowlingbälle. Und da ist es für mich ganz klar, war auch ohne Zweifel, und zwar ein Radical-Ball, und zwar der Bonus. Der Bonus hat die Forged Solid Oberfläche, hat den Bonus Symmetric Core mit Dynamic Core innen drin, hat einen RG-Wert von 2.48, ein Differential von 0.030 und ist für mich ganz klar einer der besten Benchmark-Bälle, die 2020 erschienen sind. Also er ist für mich der beste Benchmark-Ball, der 2020 erschienen ist. Der Bonus geht sehr in die Richtung des IQ Tour. Und wenn der IQ Tour auch 2020 erschienen wäre, wären die unentschieden. Also ich sehe den Ball in der gleichen Reihe. Er ist für sehr, sehr viele Spielertypen geeignet. Also langsam, schnell, viel, wenig Rotation. Jeder hat seine Daseinsberechtigung mit dem Bonus. Man kann Oberflächenveränderungen vornehmen ohne Probleme. Der klassische erste Ball aus der Tasche bei Sportpattern, egal welche Länge, ob 37 Fuß, 42 Fuß, der Radical Bonus ist der erste Ball aus der Tasche. Und der Benchmark-Ball 2020, meiner Meinung nach, beziehungsweise unserer Meinung nach. Auch hierzu gibt es ein Review, hat der Sven gemacht. Auch hier hat der Marcel noch ein paar Würfe gemacht, die blenden wir euch hier parallel ein. Aber für mich, Radical Bonus, der beste Benchmark-Ball 2020. Und jetzt kommen wir zum Gewinner. Und zu diesem Ball gibt es tatsächlich kein Review bis jetzt. Aber das machen wir genau jetzt. Hier werde ich diesen Ball für euch reviewen. Und der Ball des Jahres 2020 ist für mich der Rotogrip Rubicon. Was kann ich über den Ball sagen? Der Ball hat einen asymmetrischen Kern, ist aber nicht im High-End-Bereich, hat eine Solid-Oberfläche, der Kern heißt Rondur Core, hat eine E-Trax S20 Solid-Oberfläche, das heißt auch hier
Partikel drin, hat ein 3000 Grit Abralon Oberfläche, hat ein RG-Wert bei 15 Pfund von 2,49, also relativ tief, hat ein Differential von 0,052 und ein Intermediate Differential von 0,011. So, im Prinzip hat dieser Ball die Idle Pro Oberfläche mit einem stärkeren Kern. Fakt ist, wenn man einen Idle hat und bohrt diesen Ball genau gleich wie den Idle, hat man vom Layout her und von der Reaktion ein Idle auf Steroiden. Das heißt, es ist ein stärkerer Idle mit Kick hinten. Er hat dieses gewisse Extra noch hinten. Und da haben sie was geschaffen, was ist meiner Meinung nach ein Unikum ist. Also das gab es noch nie, dass ein Bowlingball eine Vorlage hat, wie den Idle. Und der neue Ball soll einfach mehr Kick machen. Es gab viele Sachen, ja, das ist der Nachfolger und der stärker wie der davor, aber beim Rubicon kommt das exakt hin, sein Idle mit Kick. Und das muss man erstmal schaffen. Erstens in der Forschung, also in der Technologieerforschung, in der R&D-Department, das heißt in der Forschung und Entwicklung, dass man das so hinkriegt, technisch, dass der Ball auch wirklich das Gleiche macht. Wir haben auch nicht die Idle Magenta Oberfläche genommen, sondern die Idle Pro Variante. Aber für mich ist es ein Idle Magenta auf Steroiden. Das kann man einfach nicht anders sagen. Ist ebenfalls benchmarkfähig, nur mit Kick. Ist aber auch auf längeren Ölmustern durch die Asymmetrie einfach stark. Auf schwächeren Ölmuster aufgrund der starken Oberfläche, die er doch hat, mit der E-Trax S20, mit den Partikeln sehr gut geeignet. Also ja, im Prinzip, was will man mehr? Für mich ganz klar, also das war auch unerreicht. Der Ball des Jahres 2020 ist der Roto Grip Rubicon. Und dafür könnt ihr euch jetzt im Anschluss meine Würfe anschauen. Bildet euch selber ein Urteil. Der Sieger 2020 und auch der Solid Ball des Jahres, der beste Ball des Jahres 2020. Unsere Meinung vom Emax-Team und von mir. Roto Grip Rubicon, Gratulation an Roto Grip und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei den Würfen. Natürlich teilen, liken, weitererzählen, wenn es euch gefallen hat. Abo nicht vergessen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne freie Zeit, einen guten Rutsch in das Jahr 2021, auf das es besser wird wie das vergangene Jahr, beziehungsweise das Jahr 2020. Und ich freue mich, dass ihr mir treu bleibt. Und in diesem Sinne, ab in die Rinne. Bis dahin. Tschüssi. Schöne hat hier die und da könnt ihr euch mal ein Auge machen.